Afrika hat uns im Griff. Seit 4 Jahren sind wir nun schon unterwegs, immer auf der Suche nach dem echten Leben. Und wir fahren weiter, dorthin, wo das Abenteuer nicht geplant ist, sondern einfach passiert. Wir sind Yvonne und René und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! In den letzten Wochen haben wir Urlaub am Malawisee gemacht, sind eingetaucht in die Tierwelt des Livonde National Parks und waren auf dem Somba-Plateau wandern. Seid gespannt, wie es weitergeht. Klingt das nicht schön? Ich krieg da immer ganz Gänsehaut. Das hört nicht auf. Ich mache jetzt mal aus, weil ich weiß ja gar nicht, wann ich aufhören soll zu filmen. Die Entscheidung ist gefallen, Fleisch ist gekauft, Gas ist gefüllt und wir machen uns jetzt auf den Weg, die 50 Kilometer nach Livonde nochmal hinter uns bringen. Wir wollen da jetzt dann heute Nacht gleich nochmal auf diesen Safari-Camp, das wir kennen, bevor wir dann morgen den Weg nach Norden antreten. Bis den nach See Kenia. entlang. Bis nach Kenia. Ja, sehen wir mal, was wir da alles so machen. Fahren wir langsam im ersten Gang hier los. Ja. Da sind wir wieder. Zurück auf unserer Lodge-Veranda mit Aussicht. Aber heute kein Tier zu sehen. Macht nichts. Wir trinken trotzdem unseren Sundowner. Vielleicht taucht ja noch irgendwas auf. In diesem Sinne sage ich erstmal Prost, ihr Lieben. Ich nehme euch noch mal kurz mit raus. Wir haben gerade gegessen. Die wagemutigen Helden sehen, die hier nach draußen am Tisch sitzen und essen, während da drüben in der Dunkelheit ein Törötötö vor sich hin macht. Da muss irgendwo macht's laute Geräusche. Und da sind schon wieder Elefanten wahrscheinlich auf dem Weg. Ich habe beschlossen, ich gehe einfach spülen und flüchte auf diese Art und Weise. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hören könnt. Sehen tut man auf jeden Fall noch nicht. Ich gehe auch mal ein bisschen wieder näher zum Auto. Ja, aber seht ihr ja, nicht wirklich weit entfernt. Jetzt könnt ihr ihn sehen. Zehn Meter von uns entfernt. Jetzt kackt's lautstark. Das ist ein Bulle. Hat sein Gemächt auch noch raushängen. Wo geht er jetzt hin? Ja, Schätzchen, wir waren aber vor dir da. Du musst dich jetzt nicht aufregen. Er ist wieder da. Good night. Halleluja. Machst du die Lampe aus? Ach so, Entschuldigung. Einen wunderschönen guten Morgen. Das ist ja, wenn man an so Plätze zurückkommt, wo man schon mal war, dann ist das so ein bisschen wie zurück nach Hause kommen. Oh, das übertreibt er am frühen Morgen ein So bisschen. ein bisschen schon, man kennt dann ja alles. Aber Man genau, weiß, wo man sich hinsetzt, wo man den Ausblick hat und kennt irgendwie so ein bisschen, also ist ein bisschen vertraut. Geht dann immer so ein bisschen im Bereich Komfortzone. Ist auch manchmal ganz schön, dass man nicht immer alles neu erkunden muss jeden Tag. Außer die Tierwelt, die
Aber die ist heute sehr ruhig. Bis auf unseren Besuch von dem Elefant gestern Nacht oder gestern Abend. Dahinter diesem Baum sind einige Wasserböcke. Die sind auch ein bisschen aufgeregt oder vielleicht spielen sie auch nur. Das sieht man nur mit der kleinen Kamera nicht. Riesenaufregung gerade. Was auch immer hier gerade passiert. It's time to leave. Wir fahren jetzt tatsächlich das letzte Mal aus dem Livonne Safari Camp Tor hinaus. Das letzte Mal darf man niemals sagen, man weiß es ja nicht. Ja, aber für dieses Mal. Wir fahren jetzt in Richtung Norden. Es ist so sauheiß. Wir hatten eben eine sehr nette Unterhaltung mit einem australischen Pärchen, die auch Mitte 70. Bye bye, thank you so much. Bye bye. Mitte 70 und sind noch mit gemietetem Dachzelt hier in Afrika unterwegs, Auto und Dachzelt, und machen irgendwie eine 8-Wochen-Trip. Von Johannesburg bis hier hoch nach Malawi, vielleicht noch Tansania. Sowas ist ja immer sehr inspirierend. 75 und 76 waren die zwei und klettern jedes Mal noch ins Dachzelt. Da habe ich ja schon mal keine Lust zu. Ja, die haben auch gesagt, sie machen aber auch jeden Morgen ihre Exercises, machen ihre Push-Ups und sowas, damit sie fit bleiben. Das ist noch ein Überbleibsel von der Wahl, die ja vor 4 Wochen hier stattgefunden hat, oder 5 Wochen mittlerweile, und die friedlich vonstatten gegangen ist. Es wurden ja Unruhen erwartet, weil gerade die Jugend ist sehr unzufrieden, wurde uns angetragen, weil halt eben No Jobs. Das Wort No Jobs hören wir ja allgegenwärtig in afrikanischen Ländern, aber hier in Malawi ist es wohl dann noch mal ein Tüpfelchen mehr. Die Wirtschaftslage hier ist eine Katastrophe, Rieseninflation. Deswegen gibt es ja auch teilweise viele Dinge nicht, weil Dinge von außerhalb mit Dollars bezahlt werden müssen und das Land einfach keine Dollar hat. Ndipo tamangani mulipire mabiru wa madzi kuti asakudulireni. A Southern Regional Water Board akudziwitsanso makasitomala onse omwe ali ndi mabiru amgonagona. Hier gibt es bald eine futschneue Straße. Und alle paar Meter steht jemand da mit einer roten Fahne, die plötzlich grün wird. So eine Art menschliche Ampelanlage. Aber das Rot habe ich nicht verstanden. Jetzt wieder. Erst rot und dann grün. Und alles nur auf unserer Seite, weil wir natürlich auf der linken Seite fahren. Das ist natürlich auch unser westeuropäischer Anspruch, alles verstehen zu wollen. Das ist ja etwas, was man hier nicht unbedingt machen muss. Jetzt kommt der gute Straßenabschnitt. Das fühlt sich doch perfekt an. Ich habe ja manchmal das Gefühl, wir zeigen euch nur so die schönen Seiten des Reisens. Und in Wahrheit stecken wir aktuell gerade in so einer Reisekrise. Es ist nicht immer Sinnkrise, Reisekrise, wie auch immer. Es ist gerade so ein bisschen die Luft, die Motivation raus. Und wir versuchen noch immer zu hinterfragen, was ist das? Wo kommt das her? Warum? Ist es eine Art Heimweh, die man hat? Aber eine Art Einsamkeit, auch wenn man zu zweit ist. Ja, Reisen ist, man ist alleine beim Reisen, auch wenn man viel unter Menschen ist, aber man hat wenig Kontakte, zumindest gerade hier, wo wir so unterwegs sind, mit anderen Reisenden, die ja nochmal wieder inspirieren können, trifft man irgendwie doch nur selten, dass man in der eigenen Heimatsprache sich austauschen kann. Das sind alles irgendwie so Themen, wo wir denken, vielleicht ist es das, vielleicht bräuchten wir mal eine Europapause. Dann denken wir, nein, das ist es auch nicht. So hinterfragen wir uns die ganze Zeit. Ist es vielleicht auch Afrika, weil wir mittlerweile vielleicht auch ein bisschen satt sind an Afrika? Auch das ist möglich. Dann im nächsten Moment denken wir wieder. Ich klinge mich mal ganz kurz ein, wollte ihn jetzt gerade nicht unterbrechen.
es ist halt natürlich schon auch so, dass unser letztes Jahr sehr, sehr anstrengend war und emotional sehr anstrengend, weil wir viel loslassen mussten, sowohl unsere Mütter wie auch tatsächlich unsere echte Homebase. Und das macht ja auch was mit einem. Wir sind ja jetzt erst seit 2 Monaten hier wieder unterwegs und waren aber auch vorher in den ganzen Jahren schon immer mal wieder in solchen Sinnkrisen. Aber jetzt holt es uns halt relativ schnell wieder ein. Und wir merken ja auch an der Schnelligkeit unserer Reise, die ja sehr langsam ist bisher, wir bleiben ja oftmals mehrere Tage an Orten, dass wir noch nicht so wieder so richtig in unserer Komfortzone unterwegs sind. Ja, früher war irgendwie der Antrieb, die Neugierde, vielleicht ist es auch das, größer, wo ich mich deswegen auch jetzt so manchmal frage, fehlt mir mittlerweile die Neugierde in Afrika hinter die nächste Ecke zu gucken? Weil wenn ich hinter die nächste Ecke gucke, ja, eigentlich ist es wie hinter allen anderen Ecken, die ich jetzt schon gesehen habe. Diese mentalen Krisen, die wir haben, die setzen ja auch so plötzlich ein. Das ist in einem Moment, ist noch alles wunderbar, wir fühlen uns total wohl, genießen die Menschen, die Landschaft und erfreuen uns an Afrika und denken, wow, das ist unser Kontinent. Und am nächsten Morgen wacht man auf und plötzlich fühlen wir so eine Leere und fragen uns, ist es das? Wir hadern jetzt seit 3-4 Tagen ein bisschen mit dieser Thematik und Stichtag heute geht es uns, glaube ich, schon wieder etwas besser. Wir haben viel darüber auch philosophiert, ob wir halt, ja, wie gehen wir mit unserer Reise weiter, was sind unsere Optionen, ist es vielleicht Zeit, mal den Kontinent auch zu wechseln. Dann kommt ein ganz alter Disput bei uns auf. Was ist der nächste Kontinent? Ist es Südamerika? Ist es Nordamerika? Ist es Asien? Und da sind wir immer in so einem Kampf. Ich war die ganze Zeit immer für Asien. Yvonne war die ganze Zeit gegen Asien, für Südamerika. Und wir lassen das dann immer so raus und versuchen das abzuwägen. Und jetzt, seit heute früh auf einmal, ich bin auch noch recht erstaunt, ist Yvonne plötzlich dem Thema Asien gar nicht mehr so abgetan. Ich muss aber mal ganz kurz wieder eingrätschen. Das kommt bei mir auch daher, dass René durchaus auch schon mal gesagt hat, jetzt, dass er das auch pragmatisch ansehen würde und dann würde, wenn uns der Kragen platzen würde, weil es ist natürlich so, Afrika ist ein sehr anstrengender Kontinent. Und Asien wird nicht minder anstrengend. Wir würden ja anfangen mit Indien. Also wir würden verschiffen. Ich möchte im Moment nicht in ein Saudi-Arabien, also ich möchte nicht nach Saudi, ich möchte gerade nicht ich möchte nicht Pakistan und Afghanistan. Das ist mir alles gerade für mich als Frau zu eng. Die Leute mögen total nett sein, die Länder müssen wunderschön sein, aber ich kann das jetzt gerade nicht. Daher schon jetzt der Deal, wir verschiffen. Und Indien ist halt ein sehr anstrengendes Land, wie wir gehört haben, mit sehr, sehr, sehr vielen Menschen. Aber es hat halt auch unglaubliche kulturelle Highlights und auch die Inder müssen unheimlich toll sein in vielen Hinsichten. Aber auch viel kontaktfreudiger, auch wirklich touchy. Also die haben wohl überhaupt die haben überhaupt keine Distanz. Und da habe ich großen Respekt vor. Also ich habe den Stein so ein bisschen ins Rollen gebracht, weil ich dann schneller über sowas rede und ich auch darüber reden muss. Ich muss das loswerden und jetzt ist René diesmal quasi tatsächlich dann auch noch mit eingegrätscht. Normalerweise bremst er mich eher aus und relativiert mich auch und holt mich wieder ab. Aber diesmal ist er auch noch mit dabei. Und das macht die ganze Sache natürlich ein bisschen greifbarer, dass wir tatsächlich überlegen, diesen Kontinent jetzt in den nächsten Monaten, und das ist ja die Frage, wann da wie was ist, eben zu verlassen. Also bin mal gespannt, was irgendwie so daraus alles wird. Aber das ja, ist echt spannend. Wir müssen jetzt halt mal so ein bisschen auch mal so durchspielen, wenn man den Gedanken hätte, wir wollen verschiffen, ist jetzt naheliegend, das von Mombasa aus zu machen. Und so müssen wir mal versuchen, unsere Gedanken, Motivationen zu sortieren und ja, das alles mal so ein bisschen durchzuspielen. Und das ist das, was wir gerade machen. Und
Ja, jetzt haben wir euch schon versucht, daran ein bisschen teilhaben zu lassen. Das wollten wir mal machen. Wir versuchen das mal. Ich bin gespannt, wie sich das, wenn ich mir das angucke und zusammenschneide für euch, wie sich das dann anfühlt und auch anhört. Wahrscheinlich lässt es weg. Wir sind ja da sehr losgelöst von irgendwelchen Plänen, was wir euch mitteilen oder nicht. Wir sind ja sehr spontan bisher immer unterwegs gewesen und das zeigt sich ja jetzt in diesen Gedankengängen auch und auch in unserer Art der Mitteilung. Jetzt habt ihr mal so eine kleine Idee, was gerade in uns abgeht. Was hier so vorgeht in diesem Auto. Jetzt fangen wir wieder an, weiter uns zu sammeln und wir werden vor allen Dingen mal anfangen, Informationen einzuholen in den nächsten Tagen, wie eine Verschiffung gegebenenfalls von wo stattfinden kann. Jetzt haben wir euch mal so ein bisschen an unserem Seelenleben teilhaben lassen. Es ist jetzt mal so ein bisschen mehr ein Sabbelvideo. Es ist ja nicht immer so einfach, sowas auch zu machen, zu sagen und auch zusammenzuschneiden. Wir hoffen, dass es euch nicht allzu sehr gelangweilt hat. Und wir können nur sagen, danke für eure Aufmerksamkeit. Seid gespannt, wie es uns bei uns weitergeht. Wir sind es auf jeden Fall sehr. Und wir sagen auf jeden Fall noch nicht Tschüss und Bye-bye, weder zu euch noch zu Afrika. Das sind alles nur Gedanken, die uns einfach bewegen und die wir mal ausgesprochen haben mussten. Unsere Fahrt geht weiter an der westlichen Seite des Malawisees in Richtung Norden. Ich glaube, da muss man einen Marathon um diesen Baum machen. Was ein Wahnsinn! Sackzement. Was ein Gerät! Ich habe extra die Marathonschlappen an. Boah, hier kann man drin wohnen. Hier kann man einziehen. Hammer. Ich glaube, das ist der größte Baobab, den wir bis jetzt gesehen haben. Das ist ja der Wahnsinn. Guckt euch mal diese Strukturen hier an. So, ich habe es jetzt mal gemacht. Ich bin das Ding mal abgeschritten für euch. Das Gerät hat einen Umfang von knapp 30 Metern. Also, boah. Ich bin rumgelaufen. Das Ding hat 30 Meter. Ich habe es abgeschritten. 30 Meter Umfang. Das gibt's gar nicht. Wir haben jetzt schon mal Salima erreicht. Das ist das zentrale Örtchen hier, wo es dann abgeht an die Küste. Der Obacht geben, länger leben. Das ist ein Taxi gewesen, was ihr eben gerade gesehen habt. Und die sind heute übrigens sehr, sehr gut unterwegs. Viel mehr als sonst. Hier geradeaus sieht man die ja jetzt auch wieder. Hier ändert sich auf jeden Fall gerade wieder sehr ganz klar die Landschaft. Wir fahren jetzt auf eine Landzunge. Ich zeige es euch auch mal hier auf der Karte. Da wollen wir hin. Und hier ist es deswegen auch wahrscheinlich wieder gerade ganz flach. Wie als wir in der Bay waren von Chamble. Monkey Bay. Monkey Bay, aber auch wie hieß das? Die Landeszunge? Cape Clear. Ah, hier ist Militär. Da darf ich bestimmt die Kamera nicht rechts machen. Ich mach's mal heimlich. Hier ist eine Militärbasis. So, ja, welcome am Lake Marinas Wheelhouse. Und da ist ein aufgebauter Katamaran. Achtung. Ich sehe schon jemanden, wir werden hier segeln gehen. Ja, ja. Okay, da gehen tatsächlich zwei jetzt hier mit dem Katamaran raus. Wenn das der René gleich sieht. Eieieiei. Also das ist jetzt auf jeden Fall der Platz, wo wir jetzt mal für eine Nacht bleiben. Mal gucken, wie sich das dann weiterhin entwickelt. So ganz sexy ist er nicht, aber er ist auch nicht so ganz unsexy. Okay, Wendung geglückt. Sie kommen voran.
Er kommt wieder, er kommt wieder. So, meine Damen und Herren, der Running Man ist wieder von seinem Lauf zurück und ich erzähle es jetzt gleich, weil irgendwann erfährt die Frau an meinen Anschluss kriege ich sowieso, nachdem ich schon Laufverbot in Wildregionen habe, kriege ich jetzt bestimmt auch Laufverbot in städtischen Regionen. Ich habe jetzt nach langer Zeit endlich mal wieder einen Lauf gemacht, meinen Fuß einigermaßen abgeheilt, die Grippe ein bisschen weg und stehe mal mit euch auf. Ging auch so. Und ja, jetzt sind wir hier auf so einer Landzunge und ich dachte, ich laufe jetzt einfach mal so die Küste entlang, dann quere ich durchs Land, habe auf meiner Karte eine Piste gesehen und dann komme ich auf der anderen Seite wieder zurück, so ein kleiner Gummibärchenlauf, so 6 Kilometer oder sowas. Und dann irgendwann muss ich halt diese Querstrecke suchen, die über die Halbinsel drüber geht. Gemacht, getan, irgend so eine Pad gefunden, so ein Fußgängerweg. Und dann lief ich so hin und dann kam ich in so ein Wohnviertel. Und ja, dann lief ich so weiter, asphaltierte Straßen, wunderbar. Und dann irgendwann komme ich so Offiziersmesse. Großes Schild, großes Gebäude. Das war ein Militärgebiet wieder. Dann lief ich so weiter und dann kamen mir halt immer mehr Camouflage verkleidete Menschen entgegen, immer mehr Militärlaster und ich dachte, scheiße, was mache ich jetzt? Laufe ich jetzt weiter oder drehe ich heimlich um? Ich die ganze Zeit so gerannt, als wäre ich hier ein ganz normaler Läufer. Natürlich hier bestens in gelb und weißer Typ. Muss ich mal gucken, ob er sein Telefon noch dabei hätte. Und ja, dachte ich, komm, ziehst jetzt durch. Irgendwo wird es ja da wieder rausgehen. Und dann kam ich Richtung Ausgang, nachdem ich mich da 3 Kilometer durchgequält habe. Sengende Hitze. Und was ist da? Ganz großes Gate. Natürlich mit Zaun und allen und hier Militär und bababab. Ist ja nicht so, dass wir da gestern gefahren sind. Das ist schon scheiße. Also habe ich mich entschieden, wieder zurückzulaufen und dachte, ich renne jetzt auf dem gleichen Weg wieder aus diesem Areal raus, wie ich reingekommen bin. Dann rief aus dem Gebäude, sprach mich dann einer an. Und dann ich auch noch so, hi, hallo, und bin weitergerannt, habe so getan, als wäre ich nicht da, aber dann fing mir schon an, die Düse zu gehen. Aber ich hatte ja bestimmt noch 2 Kilometer, um auf der anderen Seite wieder rauszukommen. Und dann bin ich irgendwann dann über meinen Berg wieder durch den Wald wieder raus drüben an die Küstenseite gekommen. Und bis dahin hatte noch keiner die Verfolgung aufgenommen. Und dann kamen so 2 Militärwagen hinter mir angefahren. Ich dachte, ach du Scheiße. Aber Glück im Unglück, die fuhren einfach an mir vorbei und haben mich nicht mehr wahrgenommen. Ich war da ja auch schon außerhalb des Geländes. Und dann habe ich tatsächlich auch beim Laufen dort irgendwann so ein Schild gesehen, hier Military, schieß mich tot. Und es ist auf jeden Fall so ein kleiner Gummibärchenlauf, sind jetzt knapp 10 geworden, ich bin völlig im Arsch. Und wie gesagt, der erste Lauf, seitdem wir unterwegs sind und noch krank. Das war jetzt mal wieder einer der wenig beste Orientierung, mein Mann. Läufe. Aber insgesamt habe ich schon ganz viele Läufe auch gut absolviert, also deswegen statistisch betrachtet. Er ist ja nicht verhaftet, alle Technik, die er dabei hatte. Ich hatte echt Schiss. Ach, was ein Scheiß, echt. Okay. Jetzt zeigen wir euch mal ganz kurz hier unsere Umgebung. Ich mache hier ganz gemütlich, beobachte da hinten die 2 Seeadler, die die ganze Zeit turteln. Und ja. Ich kann euch nur sagen, gut, dass der Mensch Situationen verdrängen kann. Mein Mann hat sich schon das ein oder andere Mal in sehr angespannte Lagen durch sein Laufen gebracht. Schaut euch doch mal die Episode 120 an, wo er an der kongolesischen Grenze aufgegriffen wurde. Oder 134, wo er laufen geht und Löwen haben keine 1000 Meter entfernt einen Kill. Es ist jedes Mal eine Freude, ihn zurück am Fahrzeug begrüßen zu dürfen. Aber ich bin ja immer so streng. Also schauen wir uns doch lieber die Schreiseeadler an. Der Mann hat schon wieder dreckige Füße. Unfassbar. Wir gehen jetzt mal einen Sundowner zu uns nehmen auf der Terrasse. Da oben wollen wir uns mal den Sonnenuntergang angucken. Vielleicht ist der etwas stimmungsaufhellend. Aber jetzt, mit diesem Sonnenuntergang sagen wir für diese Woche wieder Danke für eure Aufmerksamkeit. Und wer unsere Arbeit an den Filmen und die Reise unterstützen möchte, findet den Link zu PayPal unter der Videobeschreibung. Und
das war's dann auch schon für diese Woche. Bleibt alle gesund und wir sagen Tschüss und Bye-bye. Bis nächsten Sonntag.